Ich meine, es geht ja alles hier um Optimisierung. Was ist das Deutsche nochmal? Warte mal, Optimization, also Optimisierung. So. Optimierung. Ach, Mann, scheiße, Scheiße, ey. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und näht euch auch so ein schönes Joja-Shirt, wie ich hier anhabe. Du hast ein Joja-Shirt an? Ja. Nice. Und der Keller ist fertig. Und der Herbst ist fertig. Oh, ja, cool, dann stellen wir da gleich erstmal ein paar Fässer rein. Sind schon Fässer drin? Ja, wir stellen noch mehr rein. Oh, ich habe einen Seeigel von Emily geschickt bekommen. So, die verwelkten Pflanzen lassen wir erstmal noch stehen, wie wir gelernt haben. In diesen Shorts hier oben. Ja, Butch. So. Herbst. Bob, Herbst ist schön. Du magst den Herbst. Ich mag den Herbst tatsächlich. Den Frühherbst. Ich habe nämlich im Frühherbst Geburtstag. Von daher mag ich das. So. Wie stehst du zum Herbst? Ja, eigentlich finde ich ihn nicht ganz so cool, weil da ist es dann meistens so kalt-nass-Ekel. Ja, ich mag die Zeit, so, wenn es eben noch nicht so kalt-nass-Ekel ist. Ja, genau, also die so, nein, Mann, Doch. Butch, Alter. Ich habe doch eben gesagt, dass wir die noch stehen lassen. Ja, habe ich nicht gehört und als ich angefangen habe, dachte ich mir dann, okay, er hat es ja gerade gesagt. Mann. Nee, also ich mag das auch so, ne, wenn so Laub und hier und bunt und wenn es noch so schön so mit Sonne und alles, das ist schon cool und ich mag ja auch Halloween und ne, das zählt ja alles da rein. Stimmt. Aber so prinzipiell ist es halt so eine Ekel-Zwischenjahreszeit, in der es dann halt so langsam kälter wird und so viel regnet und alles und Aber außerdem sind dann meine Chilis meistens fertig und dann habe ich keine Chilis mehr. Und das ist dann halt schon traurig. Aber sieht so schön aus. Ja, geht so. Ich finde schon. Winter finde ich geiler. Winter ist, als das gestern bei uns hier geschneit hat, ey. Oh, ja, es hat ja gestern auch geschneit hier, aber es war halt nicht wirklich so. Und das ist halt kein richtiger Winter. Ja, kommt noch. Ja, ich hoffe, dass das noch kommt. Wie, wenn nicht? Ja, das ist es genau. Beim Sommer kannst du dich drauf verlassen. Es wird auf jeden Fall ein paar Tage geben, wo es schön heiß ist. Im Frühling kannst du dich drauf verlassen. Es wird ein paar Tage geben, die halt schön frühlingmäßig sind. Und Herbst ist halt auch Herbst. So, da führt wenig Weg dran vorbei. Aber Winter eben nicht mehr. Winter ist nicht mehr verlässlich. Ist nicht mehr das, was das früher mal war. Ja, ist halt so. Hast du die Eier schon rausgenommen? Ja. Okay. Ja. Weil ich mag an sich natürlich Schnee auch total. Ich mach gern einen Schneemann. Oh ja. Aber kann ich nicht mehr. Willst du einen Schneemann bauen? Hier in der Infokarte. Das ist ja auch nur ein ganz kleiner. Warum sind hier nur 3 Pilze drin? Ne, 2. Das ist Abigails Scheiß. Fass das nicht an. Alles klar. Also, du kannst es eh nicht anfassen, aber fass das nicht an. So, Robin, wirst du mal irgendwann mit diesem Schuppen hier fertig, ey? Das ist ja richtig nervig. Du stresst die Frau nicht. Ja doch, soll man sich beeilen. Ich will hier Wein produzieren. Weil wir wollen rich werden. Das stimmt. Werden wir doch relativ schnell mittlerweile. So, ich guck mal nach ein paar Aufträgen hier noch. Ich wollte was über Frankreich erzählen. Ja, rede über Frankreich. Frankreich hat ein voll cooles neues Gesetz und so. Hier ist das Solmecke-Video dazu. Und ich plapper es meistens einfach nur nach, was er so erzählt. Okay. Hat niemand gemerkt, leider geil. Und zwar geht es um ganze Verschwendung und Wegwerfen und sowas. Das ist ja, da hat ja Frankreich schon mal ein richtig geiles Gesetz rausgebracht, wo es um Lebensmittelverschwendung und sowas ging. Ja. Und jetzt gibt es noch ein bisschen geiler. Und zwar ein Anti-Wegwerf- oder ein Anti-Verschwendungsgesetz. Und zwar soll es halt gegen Wegwerfprodukte und Abfall und so gehen.
Okay. Erzähl Weil mir mehr. also ist ja so dieses Klassische, was man immer so vor Augen hat. Oh ja, hier, weiß ich kaufe mir das und das Produkt und das ist irgendwie nach so und so kurzer Zeit kaputt und anstatt, dass es eben, ich sag mal, repariert ist oder repariert werden kann, ist es halt besser, sich ein neues zu kaufen. Und dagegen wollen die endlich mal ein bisschen vorgehen, sag ich mal. Das finde ich gut. Erzähl mir mehr. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Und zwar soll das soll sowas wie eine Reparatur- oder Reparierbarkeitsskala geben. Von 1 bis 10, also wie leicht Sachen zu reparieren gehen. Also, ich habe ein magisches Bonbon. Oh, nice. Das ist richtig, richtig gut. Vom Museum, oder? Ja, kannst du ja auch das musst du ja aufheben. Das müssen wir eigentlich nehmen, wenn wir irgendwann mal in die Schädemine gehen und sogar schon Glück haben. Weil dann, das magische Bonbon boostet einfach alles. Kann man das nicht Das ist der Hammer. vernähen? Das könntest du auch vernähen. Aber, Alter, ich glaube, dann wird dich einfach jeder hassen. Nee, aber gibt's halt, ja, diese Reparaturskala oder wie nennt man das denn? Reparierbarkeitsskala nenne ich sie jetzt. Das finde ich richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Und hauptsächlich natürlich für Elektrozeugs. Ne? Ja. Und warte, jetzt muss ich ja einmal bei mir gleich umblättern. 2024 soll das wohl reinkommen und es soll quasi so ein Langlebigkeitsindex, der Aufschlüsse über die Robustheit eines Produkts gibt, soll es geben. Was ich auch sehr geil finde. Weil dann weißt du halt schon beim Kauf, okay, das lohnt sich nicht und so weiter. Finde ich richtig, richtig gut. Die Recycelbarkeit soll halt auch drauf sein, weil jetzt ist es ja immer so, ja, irgendwie aus, weiß ich, recycelbar hier, recycelbar da, aber da hieß es wohl, dass sich die Leute halt in dem Sinne nichts darunter vorstellen können und das muss halt genauer deklariert werden, was ich auch gut finde. Also könnte man jetzt bemängeln, ja, die Leute sollen sich halt schlau machen, was Recyceln bedeutet, aber so finde ich es auch okay. Nee. Klar, wie ich schon mal gesagt habe, der Käufer trägt natürlich auch, das Kaufi trägt natürlich auch eine Verantwortung, aber vor allem auch die Firmen. Ja. Die Produktionsstätten, die Produzenten, die tragen genauso eine Verantwortung, aufzuklären, was da drin ist. Und ich finde solche Gesetze großartig. Ich finde die auch super. Warum gibt es das in Deutschland immer noch nicht? Also, dass gerade dieses Supermarkt-Wegwerf-Ding und so weiter, ne? Ja. Es ging ja in Frankreich darum, dass die nichts mehr wegwerfen oder weniger wegwerfen, nichts mehr wegwerfen dürfen. Und alles irgendwo dann gespendet werden muss oder sonst was. Ja, genau, sowas. Warum geht das in Deutschland nicht? Ja, ist ja zum Beispiel auch, dass in Deutschland sowas wie Containern halt verboten ist. Ja, Mann, warum? Weil die Firmen für ihren Müll sozusagen verantwortlich sind. Und da denke ich mir so, normalerweise, sobald das Ding im Müll landet, sollten die dafür nicht mehr verantwortlich sein. Aber wenn die nicht mehr dafür verantwortlich sind und meinetwegen da kommt ein Waschbär und kippt die Mülltonne um, dann müssten die Firmen ja das quasi wiederum nicht mehr sauber machen und so. Und da gibt es halt so viele komische Probleme, aber die halt so typisch deutsch sind. Richtig deutsch, weil wenn so ein Waschbär kommt und sich eine Banane schnappt, wird der Waschbär ja nicht verklagt. Ja, gut, warum wird denn der Mensch? Ja, aber warum wird denn der Mensch verklagt, wenn der sich? Weil im Endeffekt ist ja das Gleiche. Ja, so halt so vor Vandalismus und Schützen auch, ne? Dass du jetzt nicht rumgehst und Mülltonnen umkippst, wie du es früher gemacht hast. Es geht doch gar nicht darum. Es geht darum, dass die Leute sich kein Fressen mehr leisten können. Ja. Darum geht's. Und da einfach tonnenweise Essen jeden Tag weggeschmissen wird. Ja, nee, ansonsten bei dem Ding ist auch, dass es darf wohl nicht mehr umweltfreundlich oder so auch draufstehen auf Produkten, wenn sie halt nicht wirklich in dem Sinne umweltfreundlich sind. Also es ist wohl irreführend für viele Sachen. Was habe ich hier noch draufstehen? Angaben zu wie viel Prozent das recycelt wurde oder recycelbar ist. Na, also das muss klar sein. Was ist hier noch? Ach, die Ersatzteilverfügbarkeit, das fand ich auch nice. Dass irgendwie für eine gewisse Zeit müssen die Firmen Ersatzteile für das Zeug bereit haben.
So dass es nicht mehr heißt, keine Ahnung, hier mein Handy, was ich jetzt schon ewig benutze und dann, obwohl Handy ist vielleicht ein bisschen blöd, aber weiß ich, ein Radio oder so. Und da darf es dann halt nicht heißen, ja, Ersatzteile haben wir nicht mehr. Kaufen Sie sich ein neues. So nach dem Motto. Ja. Das heißt, die müssen sowas immer auf Vorrat haben. Also es wird halt sehr viel auf die Firmen dann einfach abgelegt, was ich aber auch eigentlich okay finde, muss ich sagen. Ja, natürlich ist das Ansonsten, was ist noch hier? Achso, die ganze Gewährleistungsgeschichte ist dann auch noch so, wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt repariert wird, dass dann halt die Gewährleistung wieder erneuert wird und so für so und so lange. Und dass halt, wenn das halt alles nicht so ist und so, dann sollen halt sehr hohe Strafen wohl erfolgen. Und das ich muss sagen, mir alles sehr gut. Finde ich auch der Hammer. Finde ich super. Ja, Frankreich, macht er gut. Macht er Ja, gut. auf jeden Deutschland mal nachbauen, bitte. Deutschland macht das irgendwie voll gar nicht gut. Nee. Ich wollte noch was zu Black Friday tatsächlich sagen. Achso, ja, dann erzähl mal. Und zwar, ich bin ja Hacki. Was? Bin ja Freund von Gemischtes Hack. Achso, Also ich höre ja. Podcast. Die Hörer werden als Hackies bezeichnet. Egal. Und da hat Felix Lobrecht letztens auch gesagt, so zu Black Friday, dass die tatsächlich auch so eine Art Black Friday machen. Okay. Und zwar reduzieren die quasi den Preis ihrer Klamotten, weil der hat so ein Modelabel. Und die reduzieren zwar den Preis, die Leute kaufen aber trotzdem noch für denselben Preis. Und der Überschuss wird gespendet. Ja. Also alles, was die dann da einnehmen, wird dann, also was sie dann mehr einnehmen, wird dann halt Also alles, gespendet. was sie sonst so für sich einnehmen, wird jetzt mal ausnahmsweise gespendet. Genau, Ja. in dieser Zeit. Das heißt, die Leute bezahlen immer noch den gleichen Preis, nur die nehmen halt dann die Prozente und spenden die dann halt an für wohltätige Zwecke. Der macht übrigens auch so allgemein sehr viel Wohltätiges. Das ist ganz schön krass eigentlich. Cooler Typ. Ja. Cooler Typ. Ja, sehr Ja, gut. das wollte ich noch dazu sagen. Können sich auch mal ein paar Firmen was abschneiden von. Kann sich einfach jeder was von abschneiden. Der macht ja auch dieses geile Ding, dass der Leute, die sich jetzt Tickets nicht leisten könnten, dass die umsonst reinkommen zu seinen Veranstaltungen. Oh, krass. Ja. Muss man aber auch aufpassen, dass das auch nicht so krass ausgenutzt wird oder so. Ja, das sagen viele dann, wird's nicht. Ja, weil sich manche vielleicht auch einfach gar nicht trauen. Es wird tatsächlich nicht ausgenutzt. So, und selbst wenn dann mal 1, 2 Leute dabei sind, die das ausnutzen, wäre es dann auch nicht so schlimm. Also das macht jetzt den Braten da nicht fett in dem Moment. Oder ist dann auch egal. Aber er kann wirklich sagen, sagt er auch immer wieder so, er macht das ja bis heute, wenn er auftreten darf, dass das nicht vorkommt, dass das ausgenutzt wird. Ja, sehr gut. Finde ich richtig geil. Neisi Neisenstein. Richtig nice Stein. 1. Herbst ist jetzt rum. Wenn ich nicht langsam mal Papa? So langsam mal. Ich weiß ja nicht, was du für eine Vorstellung hast, wie schnell das geht. Der Sauter irgendwie nur eine Woche oder 2? Weiß ich gerade gar nicht. Ist das nicht eher so 9 Monate bei 37 Grad oder so? Ja, aber nicht hier in Stardew Valley. Da ist alles ein bisschen anders. Die Leute müssen ja auch nicht essen. Sie machen zwar ab und zu, sie müssen aber nicht. Naja, du musst im Real Life auch nichts essen. Zwingt dich auch keiner. Außer du lebst in China und bist im Gefängnis, dann wirst du auch zwangsernährt. Krass, ne? Habe ich, weiß gar nicht, vorgestern im Fernsehen gesehen, bei den Nachrichten, ausnahmsweise mal Nachrichten geguckt, dass eine chinesische, was war denn das, Volleyballerin oder so? Also irgendeine Ballsportart und die hat wohl irgendwie das System so ein bisschen kritisiert oder was auch immer und ist dann auf einmal von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden. Ups. Komisch.
Und ist dann irgendwann wieder aufgetaucht und irgendwie, ganz komische Sachen waren das irgendwie, also weiß ich nicht. Und dann wurde halt auch von anderen, glaube ich, erzählt, wo dann, hier im Gefängnis und bla und werden dann ist irgendjemand in Hungerstreik getreten und wurde dann aber zwangsernährt und so seltsame Verhältnisse einfach, wo ich mir denke, ey, wir haben 2021 bei 2022 und sowas gibt's einfach auf der Welt noch. Es gibt echt Regime, Staaten, komische Organisationen, die einfach, Genfer Konvention, was ist das? Das raff ich auch einfach nicht. Verstehe nicht, wie sowas noch sein kann und wie sowas noch zugelassen wird. Und wie halt, okay, Abigail möchte riesige Kürbisse dieses Jahr. Okay. Hier kriegst du einen Amethyst. Ist doch genauso gut. Gib dich damit zufrieden. Und ich finde es halt dann krass, wie es halt immer, weiß nicht, also es ist generell einfach so ein Systemding, aber wie halt von China einfach alles gekauft wird, gemacht wird und bla und Ja, aber die Firmen produzieren ja auch in China. Weißt du? Ja, das ist halt das ist ja auch so ein Ding. So alle beschweren sich über China. Aber trotzdem. Außer die halt Profit dadurch kriegen. Genau. Ja, verrückte Und Welt. das ist auch, alles doppelzüngig, alles verlogen, scheinheilig. Genau. Alles. Kinder erzählen, ey. Alles, egal, ich sag's nicht. Alles cool, alles scheiße außer Bubo. Genau. Auf das wollte ich auch hinaus. Gut, habe ich gesagt. Sehr gut. So, ich gehe nochmal angeln, gemacht. Weil ich muss noch Seefische angeln und dann muss ich noch an den Fluss. Hab halt wieder einen Angeltag. Ich glaube, dass ich heute den Schuppen einräumen werde. Mach das mal. Mit den ganzen Fässern hier. Aber wahrscheinlich werde ich noch mehr produzieren müssen. Das Problem ist, dass wir dafür immer noch zu wenig Holz haben. Aber naja, ich fange erstmal damit an. Obwohl, nee, erstmal lasse ich ihn bei Robin nochmal umsetzen, weil der steht noch eins zu weit oben. Ansonsten habe ich jetzt spontan keine Themen mehr. Beziehungsweise keine, die auf meinem anderen. Ja, die stehen halt auf meinem digitalen Zettel noch. Ah, okay. Hab das noch nicht übertragen. Ich kann natürlich mal auf mein Handy raufgucken. Ja, wir können auch mal heute ist Dienstag. Ist Robin überhaupt da? Weiß ich nicht. Ich bin gerade da. Warte, ich kann mal schnell ins Haus gehen. Hallo? Achso. Hallo. Oh, es ist verschlossen. Let me in jetzt. Sie ist nicht da. Ach, Mann. Schlecht. Dann räume ich den Schuppen halt einfach so ein. Aber ich fäll noch ein paar Bäume. Gucken, warte. Ich habe ja mein Handy hier zur Hand. Sonst hätte ich gesagt, machen wir mal eine ruhige Folge. Nee, gibt nicht. Gibt nicht. Wird sich nicht ausgeruht. Warte. Ach ja, ich wollte über Tautologie sprechen. Was ist das? Was ist das? Digga, es gibt zum Beispiel Shrimp-Cocktails und es gibt Shrimp-Soße und es gibt Shrimp das Burger. Und es gibt Shrimps. Ja. So, und da setzt Tautologie ein. Zum Beispiel Schlau 42 ist zum Teil Tautologie. Weißt du jetzt schon, was es ist? Nee, erklär mal genau. Na, Tautologie ist halt, also es kommt aus dem Griechischen und es ist halt quasi eine Wiederholung vom bereits Gesagten. Also es ist einfach, wenn du was unnötig doppelt sagst in dem Sinne oder einfach, wenn du was doppelt sagst. Und das fand ich witzig, weil das machen wir halt sehr oft. Das stimmt. Machen wir wirklich sehr oft. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte es auch wieder vom Katapult-Magazin, weil es irgendwelche Orte auf der Welt gibt, die halt quasi, warte mal, ich überlege gerade, oder machen wir es eine Laola-Welle zum Beispiel, das wäre Tautologie. Weil Ola heißt ja schon Welle. Also La ist ja nur der Artikel, also die. Ola heißt Welle. Weiß ich nicht. Tamagotchi. Okay. Aber was heißt dann Tamagotchi? Ja, also warum Eichen, also ist eine Achso, die Verniedlichungsform. Diminutiv. Ja, und deswegen, das ist Tautologie quasi. Wenn man sowas doppelt halt dann quasi sagt.
Fand ich interessant, dass es dafür, also natürlich gibt es für alles irgendwie einen Namen und eine Bezeichnung, aber fand ich irgendwie geil. Ja, habe auch wieder was gelernt. Wollte ich mit Bildungsauftrag allen erfüllt. teilen. So, und jetzt mal hier noch so einen richtig krassen Tipp für die ganzen Farmer. Ihr müsst einfach vor das Gebäude, ne? Also vor den Schuppen, wo ihr die ganzen Fässer hier drin habt, müsst ihr noch 1 oder 2 Fässer vorstellen. Und die letzte Frucht, die ihr reinhaut in die Fässer, muss in die äußeren Fässer reingehen. Weil dann müsst ihr nicht jedes Mal in den Schuppen gucken, ob irgendwas gut ist, sondern ihr seht von draußen schon, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt könnt ihr da drin abfarmen. Du bist ja ein krasser Typ. Ja, hat man alles so über die Jahre so, ne? So 1, 2 Kniffe merkt man sich da. Ich meine, es geht ja alles hier um Optimisierung. Was ist das Deutsche nochmal? Warte mal, Optimization, also Optimisierung. So. Optimierung. Ach, das ist immer ein scheiße Stimme. Scheiße, ey. Ich mag das manchmal, Leuten so zuzuhören, wie sie total strugglen, ein Wort auszusprechen. Einfach, weil mir das auch oft genug passiert. Und das war halt gerade total lustig. Danke für den kleinen Lacher heute. Was mache ich mit dem Fisch heute? Ich weiß immer noch nicht, was ich heute esse. Ich werde 15 Uhr alte Früchte erstmal da reinballern. Okay. Und dann, wovon haben wir hier noch so schön viel? Blaubeeren haben wir noch ordentlich viel und Preiselbeeren haben wir richtig schön viel. Ach, hier stimmt, die beiden Dinger gibt es ja auch noch. Die kommen auch jetzt da Was ist denn rein. jetzt dieser dämliche Katzenfisch? Warum krieg ich den nicht? Katzenfisch kriegst du auch nur im Frühling, oder? Im Frühling bei Regen? Nee, auch im Herbst. Okay. Ich habe da gerade gelesen. Achso, Oder habe ich mich verlesen? Das weiß ich nicht. Ja, deswegen, haben wir auch noch einen Katzenfisch. deswegen Tautologie. Finde ich gut. Ich muss Ist nochmal auf jeden nachlesen. Katzenfisch. Ja. Jahreszeit Frühling, Herbst. Okay. Aber im Frühling ist es, dass du ihn nur bei Regen fangen kannst. Ist das im Herbst eventuell auch so? Nee, der Katzenfisch kann im Fluss gefunden werden. Außerdem kann er im Sommer auch in den geheimen Wäldern gefunden werden, wenn es regnet. Okay, dann war es so. Verstehe. Nee, doch im Regen. Ach, hier ist noch. Aha. Mann! Egal, vielleicht haben wir noch einen über. Schlau 42. Dam, dam. So. Flap, 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 flap. Achso, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Jetzt ist natürlich mein Display wieder ausgegangen. Deswegen schreibe ich mir das immer noch auf analoge Zettel. Oh, richtig, richtig oldschool. Ja. Ich mach erstmal den Shit hier. Hast du noch irgendwas, Butch? Nö. Oh, nö, heute nicht. Nö, ich habe mir mein ganzes Zeug nicht aufgeschrieben. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass wir die Themen so schnell durchbekommen. Ja, wir waren ganz schön fix heute. Geben ordentlich Gas hier. So, Da ist ein Katzenfisch. Sehr schön. Blaubeere. Dann würde ich sagen, komm, die Bäume können dann ja jetzt auch mal weg. Bam, bam. Achso, ich wollte ja schnell mal hier drauf gucken. Was haben wir hier noch neben der Tautologie? Okay. Ach ja, Alter, Werbung. Werbung auf YouTube. Werbung auf YouTube. Hatte ich ja im Stream bei dir schon mal erwähnt, dass ich darüber noch sprechen wollte. Alter, fuckt mich zurzeit Werbung auf YouTube ab. Es ist so schlimm. Gerade wenn ich was von Smosh Games gucke, fällt mir das extrem auf. Okay. Weil da einfach nach, keine Ahnung, alle 2 Minuten oder so, kommt da einfach fucking Werbung. Ja, manche Und Leute dann aber übertreiben es einfach dann so aber auch krass. nicht mal so diese Werbung, die du dann skippen kannst, sondern die dann halt auch auslaufen muss. Boah, und Junge, das fuckt mich ab. Das ist richtig, richtig schlimm. Also ich meine, ich denke mir dann immer so, ja, okay, es ist YouTube, es ist kostenlos, es kostet mich jetzt nichts, aber Alter, man kann es halt auch echt übertreiben. Total. Und ich bin ja an sich ein Freund von Werbung oder nicht gegen Werbung, weil ich weiß, Sachen müssen nun mal
verkauft werden, beworben werden, weil wie sollen die Leute sonst davon erfahren? Ne? Mhm. So, nach dem Motto. Ist ja alles okay. So. Aber muss man es so übertreiben und wirklich, so manche Videos sind ja irgendwie so 10 Minuten lang und dann kommen wirklich alle paar Minuten, alle 2 Minuten kommt dann irgendwie Werbung und du denkst dir, was soll denn das? Ja, das ist Hör doch ganz mal auf schlimm. damit. Achso. Ich meine, ich schalte ja zum Beispiel auch in den Streams Werbung, weil man das ja muss, ne? Ja, aber du machst sie dann halt auch noch wenigstens sinnvoll irgendwo hin. Naja, mittlerweile sind die ja auch automatisch, einfach weil ich nicht Ach so. Bock habe, alle 3/4 Stunde jetzt irgendwie dann auch wegzugehen. Hm. Oder, weiß ich nicht, muss ja nicht sein. Dann Aber, machst du sie nicht sinnvoll, ich hasse dich. nee, ich finde es einfach, die ergeben ja schon Sinn. Ja. So. Aber das ist halt, ja, was soll man denn machen? So, es ist auf jeden Fall alle 3/4 Stunde irgendwie 1,5 Minuten Werbung geht, glaube ich, schon mal. Ich glaube, da sind wir vom Ja. Fernseher her Schlimmeres gewohnt. Naja. Ja, keine Ahnung. Also das so, aber fuck mich halt übelst ab. Oder was ich auch ja gern gucke, ist Slifky Show. Und da ist es auch ganz, 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 ganz schlimm. Wo es halt auch schlimm ist, ist auf Spotify. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ja gut, deswegen habe ich ja Premium. Naja, ich ja auch. Aber wenn du dir zum Beispiel die Podcasts anhörst, Ja. gibt es in den Podcasts, selbst wenn die Spotify exclusive sind, das heißt, die Leute machen einen Podcast und haben einen Vertrag mit Spotify und kriegen von Spotify Geld, Ja. kommt trotzdem noch Werbung oder werden die oftmals gesponsert und dann kommt immer krass. noch mal Werbung so zwischendurch oder am Anfang und am Ende. Und ich habe mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Finde ich nicht gut. Ich bezahle doch Geld hierfür. Wie kann es denn sein, dass da jetzt immer noch Werbung drin kommt? Ja. Also ich Nee. bezahle ja extra für etwas, damit keine Werbung mehr kommt. Und bei Musik ist das ja kein Problem, ne? Die ganze Musik auf Spotify, wenn man Premium hat, kommt ja ohne Werbeunterbrechung. Hm. Aber in den Podcasts dann nochmal, das geht halt nicht. Und das verstehe ich nicht. Das nervt mich total. Ich habe zum Beispiel einen Podcast, gut, der ist eigentlich von iHeartRadio. Und zwar die Scrubs Rewatch Podcast mit Zack und Donald. Hm. Also den Hauptdarstellern von Scrubs. Ja, JD und Turk. JD und Turk, genau. Und Turkleton. Turk. Die Turkletons. Und das ist halt nicht von Spotify und deswegen kommt da immer noch mal ewig lange mehrmals pro Podcast davor und danach dann auch noch immer so echt fast 2 Minuten Werbung für andere Podcasts auf iHeartRadio. Mhm, okay. Aber es ist eben auch kein Spotify-Exclusive, kann ich irgendwo verstehen, wird dann halt einfach bloß so rüber geswitcht, keine Ahnung, ist halt so. Hm. Ja, aber bei den anderen Podcasts muss das doch echt nicht sein. Ja, generell, also, ich weiß ich nicht. Mich fuckt halt einfach, ich glaube, mich fuckt eher die Menge sogar ab. Ja. Die Menge und dann noch, das hatte ich ja schon mal in einer der ersten Folgen, war das ja, glaube ich, sogar. Hier mit Raid Shadow Legends, ne? Ja. Dass mich dann einfach auch teilweise abfuckt, dass ein und dieselbe Werbung ständig kommt. Das finde ich auch so schlimm. Es gab ja auch schon Werbung, wo ich gesagt habe, oh ja, die sind ja ganz cool oder die haben, weiß ich, einen coolen Sound irgendwie oder so. Ja. Aber wenn halt immer nur dieselbe und momentan ist es zum einen die Duracell-Werbung, Alter, ich kann die nicht mehr sehen. Und, irgendeine Uhrenwerbung kriege ich noch so. Wo dann auf Okay. Englisch da irgendwie, they say it waits for no one and it heals everything und bla bla bla. Ich denke mir so, Mann, Alter, warum kriege ich auch Uhrenwerbung geschickt, ey? Also, ich habe seit der Grundschule keine Armbanduhr mehr getragen. Also, what? Weiß ich nicht. Ist mir echt ein Rätsel. Also es ist wirklich komisch. Es ist auch diese Werbung, warte mal, jetzt wollte ich, was war's? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Gesundheit? Oder so? Husten, Glaub ich. Husten, immer noch Husten. Das sind die letzten Eklig. Reste, die jetzt noch da raus hier schleudert werden. Bäh. Widerlich, ne? Schon ein bisschen. Zum Beispiel für YouTube Premium
Ja. habe ich das ganz oft, dass YouTube mich immer noch mal fragt, hey, möchtest du das nicht? Und ich drücke so, nein, ich möchte das nicht. Krass, das habe ich tatsächlich Ein nicht. paar Wochen später wieder, hey, möchtest du das nicht haben? Möchtest du das nicht haben? Ich so, nein, möchte ich nicht. Wie oft soll ich das denn noch anklicken, dass ich das nicht möchte? Hör auf, mich zu belästigen, YouTube. Bitte. So, die Folge ist vorbei. Ah, ja. Naja. Naja, Werbung. machst du nix, wa? Warum hast du hier die Wolle verkauft? Die war in, weiß ich nicht, was Qualität. Ja und? Ja, bringt Geld. Ja. Geld. Na gut. Geld. Wir wollen ja schließlich irgendwann mal für jeden von uns ein Zepter der Rückkehr. Oh, das Und stimmt. wir wollen diese Teleport-Säulen, wie heißen die denn? Säulen halt vom Magier. Und alles und sowieso. Wir brauchen Geld. Okay. Mehr Geld, schickt uns euer Geld, damit wir hier alles kriegen, was wir wollen. Ja, finde ich gut. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.